Emotional Awareness. Endlich angekommen. Vor dem Fenster? Berlin. Seltsam, das zu schreiben. Endlich hier zu sein. Jetzt schon ist die Stadt anders als alles, was ich kenne, und ich bin bereit. Bereit loszulegen. Bereit, Teil dieser Stadt zu werden. Ich zu werden. Ich will studieren. Ein Arzt werden. Menschen gesund machen. Angekommen im Aufbruch. Ja, ich kann es kaum erwarten. Vor ereignishaften und bewussten Erinnerungen sind es die emotionalen, die unsere Persönlichkeit aufbauen und formen. Sie helfen uns dadurch, eine eigenständige Psyche zu entwickeln und unabhängig und selbstständig zu handeln und zu denken. Berlin sieht nicht nur anders aus, es riecht und schmeckt anders. Es fühlt sich anders an. Die Wände mit Graffiti geschminkt, jedes Gesicht einzigartig. Die Haare, Bärte, Klamotten. Bier am Nachmittag. Wegbier. Fantastisch. Ich sitze gerade auf einer Brücke und bin mittendrin. Trete aus meiner Haustür direkt hinein. Laufe von der Wohnung zur Kneipe, über die Straße, setze mich auf diese Brücke und schreibe, was immer ich will. Ein Teil unseres psychischen Bewusstseins wird als Emotional Awareness bezeichnet. Sie beschreibt die Fähigkeit, Gefühlslagen der Gegenwart, der Vergangenheit oder der Zukunft wahrzunehmen und zu verstehen. Wir können somit zwischen einem glücklichen, traurigen, ängstlichen oder auch zornigen Zustand in uns selbst unterscheiden. Gleichzeitig sind wir in der Lage, diesen Zustand bei Personen, die in unserer Umgebung auftauchen, zu interpretieren. Wenn wir wissen, wie wir empfinden, können wir besser einschätzen, wie wir in bestimmten Situationen reagieren. Wir sind somit auf diese Momente in gewisser Weise vorbereitet. Ich könnte schreien. Und habe es getan. Auf dem Weg zurück in meine einsame Wohnung, gedemütigt, abgewiesen. Diese Wichser, trotz Hemd, trotz Fliege, du kommst hier nicht rein. Was für eine Bande selbstverliebter Pisser. Krass. Was für eine miese Stadt, in der die U-Bahnen voller wütender Fratzen und die Straßen mit Dealern verstopft sind. Glück für die, die dazugehören dürfen. Die Hölle für den Rest. Was tue ich hier? Wenn wir uns vorstellen können, wie sich Menschen in unserem Umfeld fühlen, kann es uns helfen, auf ihre Emotionen mit angemessener Empathie zu reagieren. Schließlich wird es für uns unwahrscheinlicher, positiven sowie negativen Gefühlen unvorbereitet zu begegnen und sich durch sie überfordert zu fühlen.
Heute hat es funktioniert. Heute bin ich reingekommen. Einfach am Türsteher vorbei, rein in diese Wand aus Musik, in die feuchte Hitze, die mir sofort die Brillengläser beschlagen ließ. Ich stand am Tresen und habe getrunken. Neben Thea. Thea, die mich mit hineingenommen hat, nachdem ich sie einfach so angesprochen habe. Thea taucht gerne. Thea, die lacht und raucht, die gar kein bisschen grau ist. Thea, in die ich mich verliebt habe. So sehr, dass mein Herz rast und meine Finger zittern. Wo sonst hätte ich so jemanden treffen können? Ich wusste es, nein, ich weiß, dass ich hierher gehöre. Doch was passiert mit unserer Psyche, wenn die Wirkung einer Droge in den beschriebenen Zyklus der Emotionsverarbeitung eindringt? Sie verleiht uns die Illusion von Leichtigkeit, Selbstsicherheit, Glück und Zufriedenheit. werde niemals mehr Angst haben. Alles stimmt. Wer auch immer ich war, bevor ich hier war. Endlich weiß ich, wo ich hingehöre. Thea an der Hand, das Wummern der Bässe. Ich habe es getan. Habe genommen. Nervös, ja, aber fantastisch. Ich liebe mein neues Leben. Habe mich verloren, mich gehen lassen und getanzt wie noch nie zuvor. Schon lange ist es draußen wieder hell, doch wen interessiert das? Yes, I feel alright. After Hour.
sollte unsere Nacht nicht bleiben? Warum sollte es nicht immer so sein? Ich sitze in der coolsten Bude, Jacks Bude. Er ist mein Freund. Er, der jeden kennt, alles weiß, der nie etwas anderes gemacht hat. Es läuft. The sun, you shine so bright. Can see the sun, you shine so bright. Oh yes, I feel alright with all of you by my side. With all of you, with all of you, with all of you by my side. Hold my hand, we were so right. Hold my hand, we were so right. Can you see the sun? You shine so bright. Can you see the sun? You shine so bright. Und doch wird Abhängigkeitsverhalten nach dem heutigen wissenschaftlichen Stand mit schweren emotionalen Problematiken in Verbindung gebracht. Es funktioniert wie eine Art Kompensation der eigenen Unfähigkeit, seine Emotionen zu verändern und zu regulieren. Es scheint der Person zu ermöglichen, sich in Momenten gefühlsbedingter Krisen auf affektiver Ebene zu entladen. Das rationale Denken spaltet sich dabei mehr und mehr vom Gefühlsleben ab, sodass die Konsumierung der Droge mit einem nicht bewusst gedachten, nicht bewusst vorstellbaren Handeln verglichen werden kann.
83% der Teilnehmer mit polytoxen Abhängigkeitserkrankungen zeigen die Unfähigkeit, eigene sowie Emotionen anderer Menschen ihrer Umgebung bewusst zu erleben und zu begreifen. Die bewusstseinsverändernde Substanz nimmt dabei die Funktion ein, der Person zu ermöglichen, mit negativen Affekten wie Depression oder Angst umzugehen, sie abzuschwächen oder gar auszuschalten. Die betroffene Person verliert infolgedessen Teile ihrer individuellen Persönlichkeit sowie ihre psychische Unabhängigkeit. Emotionale Erinnerungen finden nur noch in abgeschwächter oder verzerrter Form im Bewusstsein ihren Platz. Wo bin ich? In Sicherheit. Wer bist du? Willst du das wirklich wissen oder ist dir das egal geworden? Ich weiß es nicht. Will ich es denn wissen? Ich weiß es nicht. Das zerreißt mich. Ich will das nicht. Wo bist denn du? Wo bist du? Bist du in mir? Du bist schuld. Ich bin schuld? Haben wir ein Problem? Habe ich ein Problem? Nein, du hast keine Probleme. Ich kümmere mich um deine Probleme. Keine Sorge. Jetzt ist es doch auch egal. Auf eine Line mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an. Außerdem am Wochenende mal was ziehen, das geht doch klar. Dir geht's doch gut. Du kannst es dir auf jeden Fall erlauben. Mir geht's gut. Willst du, dass es dir noch besser geht? Spürst du das? Willst du das spüren? Noch viel intensiver spüren? Ich kann es schon spüren. Ich kann dich spüren. Mal was nehmen, das ist voll okay. Wirklich. Das macht doch auch Spaß. Hast du denn Spaß? Also ich hab Spaß. Ich lass dich niemals allein. Niemals. Hörst du? Willst du denn alleine sein? Ich bin allein. Allein mit dir. Bitte verlass mich nicht. Ich liebe dich. Liebst du mich auch? Ich liebe dich. Ich liebe dich wirklich sehr. Hör auf! Hör auf, du lügst! Nein. Doch! Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Was weißt du nicht mehr? Ich weiß nicht mehr, was ich fühlen soll. Fühlst du das? Was? Nichts. Nichts. Berlin. Nichts.